Ach, geil. Und wir sind auf einer Mission. Wir fliegen nämlich nach Island. Das ist ja echt wie in so einem Film einfach. Sonnenfinsternis, Schokolade. Es hat endlich begonnen. Ja, der Wind bläst das Ganze. Hallo, hier ist German Television und jetzt seht ihr hier 2 neue Gesichter. Also ja, ich arbeite schon ein bisschen länger für German Television, aber eher hinter der Kamera, also nicht hinter der Kamera, eher hinter den Kulissen. Auf jeden Fall sind wir jetzt heute unterwegs. Wir befinden uns gerade am Kopenhagener Flughafen und ja, wir haben heute den 10. August 2026 und wir sind auf einer Mission. Wir fliegen nämlich nach Island. Wir wollen dort die Sonnenfinsternis sehen, die totale Sonnenfinsternis. Genau, dafür sind wir vom Frankfurter Flughafen erstmal hierher geflogen und jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis es nach Island geht. Und ja, also der eigentliche Plan war, als wir hier angekommen sind, das war so ungefähr vor einer Stunde, dass wir dann in die Aspire Lounge gehen. Da haben wir so ein Ticket geholt für jeweils 23 € pro Person und ja, wollten ein bisschen was essen, trinken. Bin halt ein bisschen schon müde und habe Hunger. Aber ja, es hieß dann so, weil der Flug ja erst ab 10 Uhr geht, 10 Uhr abends, also genauer gesagt um 22:35 Uhr als Abflug, kann man erst 3 Stunden vorher irgendwie in diese Lounge. Das heißt, wir müssten noch so ungefähr eine Stunde warten, 1,5. Ja, mal sehen. Bin schon gespannt, ob sich das Geld lohnt. War jetzt noch nie in so einer Lounge und ja, da ist schon einer ganz müde. Ja, wir sehen uns gleich wieder in der Lounge hoffentlich. Und ja, genau. Ja, ach so, ja, mein Name ist Minha von German Television und das ist mein Freund und treuer Begleiter, der Hansen. Ja, genau. Ja, er spricht schon Deutsch, aber vielleicht nicht so viel. Aber ja, falls er mal Englisch spricht, kann ich das ja irgendwie übersetzen, falls das irgendwie hilfreich ist. My German is terrible. Not that bad. Not that bad. So schlecht ist das nicht. Ne? Bis gleich. Sehr schlecht. Okay. Bye bye. Tschüss. So, wir sind jetzt angekommen in der Lounge. Und ja, wir dürfen jetzt hier die nächsten 3 Stunden verbringen. Ich würde mal sagen, los geht's. Erst einmal gucken wir uns das an. Was haben wir denn hier? So Karottensalat, Quinoa-Salat, Kaffee, Getränke. What are you taking? Me? Several things. It's a ratatouille. I think it's like, yeah, some ratatouille, yes. You know ratatouille? Yeah, I the just dish. watched the movie only. Okay, yeah, it's like some vegetable dish, tomato sauce. Okay. So. Lecker Kuchen. Some cake. Hier, Lemon Cake, Zitronenkuchen und klassischer dänischer Sponge Cake. So Biskuitkuchen. Okay. So, ich würde mal sagen, ich hole mir noch ein bisschen was und dann geht's los. Wir haben jetzt zu Ende gegessen und ja, ich würde sagen, ich habe schon so 5, 6 Teller gegessen und ich würde sagen, also für den Flughafen ist das vollkommen okay. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich habe mal so Fotos gemacht von ein paar Gerichten und ich kann das ja einblenden. Ja, also von herzhaften Speisen bis zu Kuchen war alles dabei. Also es ist ja natürlich jetzt nicht so viel Auswahl wie bei so einem China-Buffet oder so, aber ich meine, für einen Flughafen ist es vollkommen okay. Ich meine, ich habe mir die Preise angeschaut bei so Bäckereien und da war schon so ein Sandwich 10 €. Das, ja, also kann man machen, aber von einem Sandwich werde ich nicht so schnell satt. Deshalb, ja, also
Ja, also mir hat es ganz gut gefallen. Ich fand, die 23 Euro waren es wert. Man konnte ja auch hier so viel alkoholische Getränke konsumieren, wie man will. Bier, Weine. Also ich trinke selber nicht, aber ich meine, wenn man das trinkt, dann lohnt sich das auf jeden Fall, ne? Und wenn man nicht irgendwie fahren muss später oder keine Ahnung, ne? Also ja, how did you like it? Okay. Yeah, food is not that bad. And well, actually, it's like considering the location, it's quite good, I think. Ja, also er ist auch der Meinung, dass es für den Flughafen vollkommen gut ist. Ich glaube, wenn man eine Kreditkarte hat von gewissen Anbietern, ich weiß es selber nicht genau, kann man auch hier umsonst rein. Aber wir sind ja nur Gastbesucher, weil wir haben diese Kreditkarten nicht, sind nicht Mitglieder von irgendwas. Und ja, aber also ich glaube, regulär kostet das nicht 23 Euro. Ich habe das auf so einer anderen Plattform gebucht, aber regulär kostet das, glaube ich, 35, 36 Euro pro Person. Dafür, also ja, kann man machen, aber ich finde 23 geht vollkommen. Da kann man das kann man auf anderen Plattformen billiger finden und buchen. Genau, ja. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen ausruhen. Also der Flug geht so in 2 Stunden ungefähr und ja, dann werden wir erstmal, wenn wir ankommen, ist es da ja schon nachts und Mitternacht und dann werden wir uns auf die Suche begeben nach dem Leihwagen, weil, also ich war da noch nie, er war selber schon mal in Island und ja, ich verlasse mich mal auf seine Info, ich kenne mich da nicht so aus, aber yeah, you were there before, right, in Iceland? 2018, and well, I'm not happy because at the moment is like how can I explain I cannot expect the northern light that much at the moment, but now is more active. The sun is more active than before. Is that there's some cycle 11 years is one cycle, and it's like a low activity. Is it low active? Yeah. Less active, sorry, less active. The least active at the moment. And of course, the most active the season was 2024, 2025. Actually, even in the Germany, in the Deutschland, they could see some northern light. It's like quite active. The sun was, and but now it should be more than that moment, but it's still less active. Actually, the there's some KP index is like indicating how the active the sun is or not. And it's like we when we arrive it's just 2 or less than 2 actually, but the 2 can be okay, so we can see. But the season is a summer, and which means it's a longer sun, which means it's like not dark enough to see any the wicked northern light. So we don't have a chance to see it, or a low chance to see it? Quite a low chance, I think. But as I told you, like a KP index is just a 2, but there is not a fixed 2. Is like sometimes more than 2, 3, but I think we cannot expect a 4. Okay. It's less. So but we are going to there. Did you say that we are going to there for the total sun eclipse? We are going for the total sun eclipse. Yeah, and on Wednesday, it's rainy. The weather forecast is. Yeah. So it's can I say we're fucked up actually. Ja, also das Ding ist, er war ja schon mal in Island und er möchte halt, er wollte halt nochmal nach Island, um die totale Sonnenfinsternis zu sehen, aber also erstens war er letztes Mal auch ein bisschen enttäuscht, weil er hat die Nordlichter nicht so gut gesehen, also da ist anscheinend ein Index, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber ein Index, der anzeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man das sehen kann. Und also auch diesmal soll es nicht so vielversprechend sein. Er meinte, ja, ist nicht so, die Chance ist nicht so hoch, aber mal sehen, wer weiß. Vielleicht kann man sie ja doch sehen, wenn nicht, dann okay. Man ist seelisch, mental darauf vorbereitet. Aber primär sind wir jetzt hin, um die totale Sonnenfinsternis
uns anzuschauen, aber das Wetter ist jetzt nicht so prickelnd anscheinend. Es soll halt regnen, vor allem im Westen von Island, da wo wir auch bleiben werden. Und mal sehen, wir hatten vielleicht vor, irgendwie weiter an einen anderen Ort zu fahren, wenn wir das irgendwie finden können, sofern man trotzdem die totale Sonnenfinsternis sehen kann und trotzdem das Wetter nicht zu schlecht ist. Aber ja, mal sehen, lassen wir uns überraschen und ja, machen wir das Beste draus. Yeah, it's just like it is. What we can do can be the pray. We should pray a lot, really a lot. Ja, also er sagt ja, lass uns einfach wieder auf das Beste hoffen. Ne? So? Ja, machen wir das Beste draus. Erstmal müssen wir nachher den Flug kriegen und den Weg zum Leihauto finden und auch noch zur Unterkunft. Aber ja, das kommt gleich. Erstmal ein bisschen ausruhen und verdauen, würde ich sagen. Okay, and well, we should prepare actually physically on the day Wednesday. Is Reykjavik is rainy, 16 millimeter, the whole day. Okay. So well, we should drive somewhere. I'm searching some place. Well, we can see and well, I don't know. It's like a annual high possibility we can drive 2 hours at least. But it's 3 hours or even 4 hours. Is depending on the weather forecast, I think. So, let's see. Ja, da haben wir noch einiges vor uns anscheinend am Mittwoch, wo die total Sonnenfinsternis stattfinden wird. Aber ja, also da das ja mein erstes Mal dort sein wird, bin ich, glaube ich, generell gespannt. Also ich bin jetzt nicht enttäuscht, wenn ich da was nicht sehen kann, weil generell alles neu ist. Und ja, wir nehmen euch einfach mal mit auf die Reise. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Jetzt hier angekommen und zwar sind wir hier beim Lotus Car Rental. Ja, wir haben das im Vorhinein gebucht und ja, jetzt haben wir hier so einen Self-Service, wo wir den Schlüssel abholen können und ja, das werden wir jetzt tun. Weil es ist schon relativ spät und zwar, es ist jetzt schon hier Ortszeit, es ist schon, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 1:45? 1:45, ja. Und das sind ja so 2 Stunden Zeitunterschied zu Deutschland. Das sind dann, also es müsste jetzt so ungefähr 2:45 sein, ne? Also ist es schon ein bisschen später. So, hier haben wir das Interface. Ich muss jetzt diesen Code da eingeben von der Buchungsbestätigung. Yeah, we already saw the tutorial. We are benzene or we are diesel? I think benzene, right? We should check, but yeah, okay. Weather changes rapidly, strong winds, blah, blah, blah. Single lane branches, yeah. Okay. F-roads, not all are permitted on F-roads. Okay. We have a... River crossing? Yeah, cross slowly. But I think we won't, but yeah. Let's see. Before if you are sure. Remember to download Parker. Parking. I just photograph it, so we can do it later. Okay. So, wir haben es geschafft. Wir haben das Auto gefunden. Es ist ein Dacia 4x4. Ja, ich denke, wir werden damit klarkommen. Wir haben jetzt noch eine etwas längere Fahrt vor uns. Also nicht so lang, aber so 45 Minuten, bis wir an der Unterkunft sind. Ja, ich meine, das Ding ist halt, ja, wir sind alle schon ein bisschen müde, aber wir werden es schon hinbekommen. Ja, Hansen wird fahren, ich werde daneben sitzen und vielleicht noch auf das Navi schauen. Genau. Und ja, ich würde mal sagen, steigen wir mal ein und dann geht's los. Ja, wir haben nämlich eine Sache vergessen. Wir haben vergessen, einen Handyhalter uns zu besorgen. Und dieser Dacia Duster, der hat halt kein, wo man das so reinstecken kann oder kein eingebautes Navi. Und ja, deshalb halte ich mal so einfach das Google Maps in der Hand. Aber das wird schon irgendwie klappen. Und er wird halt fahren. Falls ihr euch wundert, ja, Google Maps spricht gerade Koreanisch, weil er ist Koreaner und ja, wir fahren, also wir sind ja jetzt in Keflavik am Flughafen und unsere Unterkunft ist in
wie hieß das nochmal, Hafnarfjörður. Entschuldigt die Aussprache, also ich kann Isländisch leider nicht und ja, genau, also es ist nicht in der Hauptstadt Reykjavik, sondern ein bisschen weiter weg, aber die Unterkünfte waren halt schon extrem teuer in Reykjavik. Also die Sache ist, wir haben das Ganze ja schon geplant, so sehr lange her, also so über ein Jahr her ist das. Und ich habe mir halt schon gedacht, ja, die Preise, wenn halt irgend so ein Event immer ansteht, dann werden die Preise immer so künstlich erhöht. Also sei es, wenn es ein Marathon ist, wenn es jetzt hier halt die totale Sonnenfinsternis ist. Und also die Hotelpreise für so 5 Tage, die waren ja wirklich, wenn man jetzt in Reykjavik was sucht, also teilweise komplett ausgebucht. Also wir haben schon geguckt, so ungefähr ein Jahr vorher. Und deshalb habe ich halt auch geguckt, so Airbnb ein bisschen weiter weg. Und da habe ich sogar noch Glück gehabt, dass wir das jetzige Airbnb gefunden haben. Das kostet halt so knapp 500 Euro oder nee, Moment, knapp 600 Euro für so 5 Tage. Und das ist sogar eine der billigsten. Also alles andere geht ja weit darüber hinaus, 1000, 2000. Ja, ich sehe es halt nicht ein, weil also die Preise normalerweise sind halt nie so hoch. Das ist halt jetzt wegen diesem Event. Genau. Und auch das mit dem Auto hier, das haben wir dann auch schon ein Jahr vorher gebucht, weil das war halt... Ich glaube, das hier kostet so, also jetzt für 5 Tage 400 irgendwas. Und ich habe dann auch so geguckt, das war eine der wenigen, die überhaupt noch verfügbar waren, weil dann habe ich einfach geguckt für September 26 und das vor einem Jahr, da war schon vieles ausgebucht und ich kann mir halt vorstellen, hätten wir ein bisschen später gebucht, wäre es halt wahrscheinlich ziemlich schlimm gewesen. Aber ja, wir fahren jetzt erstmal dahin und mal sehen. Wir haben es endlich geschafft. Es ist jetzt, wir sind jetzt im Airbnb in Hafnarfjörður angekommen. Es ist so, also gemütlich, nicht so riesig, aber gemütlich, würde ich mal sagen. Fernseher, Sofa, sieht alles relativ modern aus. Ja, eine kleine Küche, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil habe gehört, hier ist es auch nicht so billig mit dem Essen und so. Da kann man sich ja lieber mal was machen, wenn man jetzt nicht so, wenn man ein bisschen bei seinem Budget bleiben will. Und ja, wir haben jetzt also Ortszeit nach 2 Uhr morgens, in Deutschland nach 4 Uhr morgens. Es war ein langer Tag. Ja, ich zeige jetzt noch ein bisschen, wie es hier drin aussieht. Und ich glaube, danach ist auch schon dieser Tag. Wir wollen ja auch gleich schlafen gehen und ja, morgen haben wir halt vor, so, also das heißt morgen, heute haben wir vor, in den Nationalpark, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Thingvellir oder so zu fahren. Sorry für die Aussprache. Und ja, und da werden wir einiges uns angucken. Ich glaube, da gibt es auch so eine englischsprachige Tour. Vielleicht können wir die ja besuchen. Wenn nicht, können wir auch selber darin uns dort zurechtfinden, bestimmt. Badezimmer, ja, ich meine, hat alles, was man braucht, so würde ich sagen. Ich kann mich nicht beschweren. Es war halt wirklich, wir hatten irgendwie auch Glück, weil dieses Airbnb hat relativ gute Bewertungen. Aber damals, also vor einem Jahr, als ich das so gebucht habe, war das halt neu auf Airbnb. Es hatte gar keine Bewertungen. Ich war die erste Person, glaube ich, die überhaupt das so gebucht hatte. Oder eine von den ersten, vielleicht die zweite oder dritte. Aber ja, ich bin froh, dass, weil ich war auch nicht sicher, weil manchmal, wenn es keine Bewertungen gibt, dann denkt man sich ja auch, ja, was ist, wenn das irgendwie voll der Reinfall ist. Aber ja, bin froh, dass es sich jetzt so ergeben hat. Ja, und ja, wie findest du das? How do you like it here? Well, not that bad. Well, but yeah, I was really disappointed that there's no washing machine. But it's okay, except the part is okay, perfect, and well, you know, yeah, it's like enough space, and well, you know, we're staying here for 4 nights, and well, yeah, it's quite enough.
I think, and well, yeah. And I was surprised, like, you have talked about that. It's like still not perfectly dark. It's like Yeah. 2 a.m. in here. In Germany, it's 4 a.m. and well, we are super tired. But anyway, so yeah. So should I see the camera or you? But anyway, so yeah, it doesn't matter. Okay, so it's like if we visited here maybe in June or July, it could be more brighter, I think, even at the night. Yeah, I'm just wondering and curious, but Ja, und die Sache ist ja, er wollte ja die Nordlichter sehen, hatte die Hoffnung, dass wir das irgendwie noch sehen können, vielleicht so jetzt nachts. Aber es wurde halt gar nicht wirklich dunkel. Also auch im Flugzeug hat man schon gesehen, es sah aus, als ob eher so Sonnenaufgang irgendwie gleich stattfinden wird. Aber es war ja eher der Sonnenuntergang. Aber es wird hier halt nicht richtig dunkel. Wahrscheinlich liegt es ja auch daran, dass es Sommer ist. Because it's summer, right? Ja, it's summer, ja. Ja, deshalb wird es ja halt nicht richtig dunkel. Also nicht so stockdunkel, wie man das vielleicht gewohnt ist in Deutschland nachts. Aber ja, so, ich werde mich jetzt gleich ins Bett legen, ein bisschen auspacken. Und ja, es war ein langer Tag, bin müde und ja, ein bisschen schlafen. Und ich glaube, Hansen wird morgen noch joggen gehen, weil er liebt Joggen und Rennen. Ich liebe es, auszuschlafen, deshalb werde ich das auch tun. Aber er kann euch ja ein bisschen was zeigen, wenn er rennt, was er dort sieht. Genau. Na dann, gute Nacht würde ich sagen. Und ja, bis morgen. Tschüss. Tschüss, bis morgen.